in Gesprächen mit Praktizierenden, also mit Menschen auf dem spirituellen Weg, sprechen sie mich häufiger an auf die verschiedenen Süchte, mit denen sie unterwegs sind. Wir haben natürlich eine Grundsucht, die kennen wir gut. Ich habe sie gelegentlich schon mal erwähnt. Das ist die Sucht zu denken, dass wir nicht aufhören können, da innerlich uns mit allem zu beschäftigen, und zwar denken zu beschäftigen, nicht nur zu erleben, sondern so. Das ist das Grundproblem. Und jetzt pfropfen sich da andere Süchte auf, die unterschiedlich schädlich sind, aber es hat die einen Süchte, die haben etwas damit zu tun, beschäftigt sein zu wollen. Das ist auch das mit der Denksucht, ist das so. Die Spielsucht, die Sucht mit digitalen Medien, also mit Smartphones und dergleichen unterwegs zu sein. Die Kommunikationssucht, also ständig in irgendwelchen Chats zu schauen, was wird geschrieben, was kann ich antworten, was ist das neueste Post auf Facebook, wie hat jemand sein Profil, seinen Status geändert und, dem allen nachzulaufen. Diese Sucht des vermeintlichen Verbundenseins. Und dann gibt es Drogensucht, Alkoholsucht und so weiter. Ja, also Sexsucht und so vieles, wo ich jeweils auch schon Betroffene sprechen durfte, die so frei waren, sich damit zu outen. Und die allgemeine Antwort ist, die Energie, mit der ich das Problem, also die Sucht angehe, die muss größer sein, die muss stärker sein als der Sog in dieses Suchtverhalten hinein. Das heißt, wir haben es im Umgang mit Sucht mit einem Thema zu tun, wo wir nicht einfach so kommen können und sagen, entspann dich doch, das löst sich dann von selbst auf. Eine typische Sucht ist so, wenn ich mich entspanne, greife ich zur Droge, greife ich zu dem, wonach ich süchtig bin. Denn ich lasse die Kontrolle los, das ist mit Entspannung erstmal gemeint. Ich schaffe es nicht, die Sucht zu entspannen. Ich entspanne alles andere, bloß nicht die Sucht. Und da ist klar, dass wir zum Ausstieg aus einer Sucht, die uns richtig packt und wo wir gefangen sind, ja, das ist Sucht, wenn wir gefangen sind. Da braucht es Willen. Und wenn vielleicht da mal Lehrende gutwillig meinen, das ginge auch ohne Willen, dann ist das eher mal die Ausnahme. Ich brauche eine ganz starke Entschlusskraft und einen Willen, das dann durchzuhalten, wenn die Suchtwelle gerade auftaucht. Also, ich gehe in mein Zimmer, fühle mich allein und die Sucht taucht auf, sofort meinen Computer aufzuschlagen und die nächste Serie zu schauen. So, Seriensucht, ganz verbreitet. Und da brauche ich so viel Kraft, um dieser Welle nicht nachzugeben. Die Kraft brauche ich meistens nicht für sehr lange, weil es sich tatsächlich um eine Welle handelt. Ich brauche sie aber für so lange, dass die Welle abebben kann und ich rausfinden kann, was denn so meine Alternativen sind. Für den Umgang mit einer Sucht braucht es immer eine wohltuende Alternative. Ich gehe nochmal zurück auf die Sucht zu denken. Aus der steige ich nur aus, wenn ich die Alternative kenne, wie wohltuend es ist, in gelösten Geisteszuständen unterwegs zu sein. Wie weit der Geist sein kann, wie wohltuend sich das im Körper, im Herzen, im Geist anfühlt. Ich brauche diese Erfahrung. Und dann brauche ich auch noch die innere Disziplin, den Weg aus dem Leichteren. Ja, die Suchtbefriedigung ist
dann der leichtere Weg normalerweise, den Weg aus dem, was leichter ist, über die Welle hinüber, in diesen Bereich zu finden, wo ich mich um mich selbst kümmere, wo ich etwas mehr vielleicht zu leisten habe, als in dem leichteren Suchtverhalten. Wir müssen wissen, dass jeder Mensch, der in einer Sucht unterwegs ist, nehmen wir eine Spielsucht, aus der Perspektive des Suchterlebens ist jedes andere Verhalten schwieriger als das Leben der Sucht. Das ist der einfachste Weg. Deswegen braucht es starke Entschlusskraft, starken Willen, um den Weg in die Alternativen zu finden. Und ja, die Wege sind möglich. Sie brauchen diesen Entschluss und sie brauchen das Bejahen des Positiven. Also es geht darum, das eine Mal, wo es mir gelingt, das zu betonen und mich nicht fertig zu machen für die 10 Mal, wo es nicht gelingt. Also es gilt darum, vielleicht eine Strichliste zu führen über die Male, wo ich mich statt der Sucht zu frönen, gut um mich gekümmert habe. So, bewusst das Augenmerk darauf zu richten, ja, heute habe ich das und das gemacht, statt wie üblich. So, und dann bekommt das, was ich heute Gutes für mich selbst gemacht habe, und wenn es nur eine ganz kurze Handlung ist, das bekommt eine Betonung, das wird unterstrichen, das wird im Bewusstsein, wird das stärker hervorgehoben. Es gehört zur Sucht dazu, dass ich mich ständig auch noch für meine Sucht fertig mache. Das gehört leider auch dazu. Es geht aus meiner Lebenserfahrung als Meditationslehrer, und geht es darum, den Blick auf das Heilsame zu lenken und unsere Fähigkeit zu stärken, im Heilsamen zu verweilen. Also nehmen wir mal ein ganz krasses Beispiel. Ich bin vielleicht ein Suchtmensch. Ich wüsste eigentlich kaum einen Bereich in meinem Leben, wo ich nicht entweder meiner Esssucht oder meiner Spielsucht oder meiner Tratschsucht oder meiner Nachrichtensucht oder meiner Denksucht fröne. Ja? Also wenn ich das so alles zueinander habe und wenn das alles nicht hilft, dann bin ich in der Schlafsucht. Ja, also nehmen wir mal an, es wäre so. Es ist fast eine Karikatur, aber leider sind Menschen doch so unfrei, dass wir, wenn wir sehr scharf hinschauen, von einer konstanten Ich-Sucht sprechen können. Und die wirkt sich auf ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen aus. Und jetzt geht es darum, die Lücken zu finden, die Zeiträume, in denen ich auf wohltuende Weise anders unterwegs bin. Und es kann sein, dass die sehr kurz sind. Das ist der Atemzug zwischen der einen Zigarette, dem einen Mal ziehen an der Zigarette, dann wieder ausatmen und nicht gleich die Zigarette wieder zum Mund, sondern der Atemzug ohne Zigarette an den Lippen. Der zählt. Oder zum Beispiel, wie so viele von euch das, von den Rauchern ja machen, die Zigarette schon nach wenigen Zügen auszumachen und nicht zu Ende zu rauchen. Das zählt. Oder wenn ich so träge unterwegs bin und ich einfach so sehr passiv in meinem Leben, wenn ich es geschafft habe, eine gewisse Strecke zu Fuß zurückzulegen, statt schon wieder mit dem Auto zu fahren. Oder was auch immer dann eure Alternative ist, das zählt. Dieser kleine Moment, wo ich es anders gemacht habe. Wenn ich statt mir Chips und Popcorn reinzuziehen, es geschafft habe, mir ein Brot zu schmieren, das tatsächlich mir vielleicht gut tut, dass ich das schaffe, diese kleine Selbstfürsorge. Es geht bei dem Aussteigen aus der Sucht also um zweierlei, was ich bis jetzt so erklärt habe. Das eine ist der Wille, der Entschluss und die Kraft, der Welle nicht zu folgen,
wenn sie auftaucht, also für eine Weile abstinent zu sein. Ihr wisst ja bei den AA, also Alcoholics Anonymous oder OA, Overeaters Anonymous oder NA, Narcotics Anonymous und so weiter, immer geht es darum, maximal sich zu entscheiden, für 24 Stunden abstinent zu sein. Aber dann Tag um Tag um Tag, wenn man wirklich aus einer Sucht aussteigen möchte. Und dieses Prinzip der kurzen Zeiträume, das bewährt sich. Also das ist das Erste, für kurze Zeiträume ausreichend Kraft zu haben, um durchzuhalten und dann eine Alternative zu erfahren, zu erleben. Und das ist das Zweite, das Stärken der Alternativen. Also ganz bewusst, auch wenn ich zu Freunden spreche, nicht ständig über meine Sucht zu sprechen, sondern über die Male, wo ich der Sucht nicht gefolgt bin, wo ich etwas anderes, Schönes gemacht habe. Auch in meinem Tagebuch nicht ständig über mich, sondern über das Wohltuende. Und auch wenn ich Buch führe, nicht die Rückfälle zu notieren, sondern die Vorfälle, also da, wo ich in das Heilsame hineingegangen bin und das im Bewusstsein zu stärken. Also die Fähigkeit, mich im Heilsamen aufzuhalten, die muss gestärkt werden. Und das ist typische buddhistische Ausdrucksweise. Das unabgelenkte Verweilen im Heilsamen ist genau die Definition von Samadhi. Das ist da, wo Geistesruhe entsteht. Der Geist sich weitet und öffnet. Und das fängt mit den vielen kleinen Dingen im Alltag an, wo wir in der Lage sind, im Heilsamen zu verweilen, obwohl so viel anderes um uns herum lockt. Das sind die ersten beiden Prinzipien. Und das dritte Prinzip, was mir jetzt gerade noch einfällt, so ad hoc, ist, um Unterstützung zu bitten. Also Freunde zu bitten, mir zu helfen, Partner, Partnerin, eventuell zu Selbsthilfegruppen zu gehen, Therapie aufzusuchen, auch mit dem spirituellen Lehrer darüber zu sprechen. Hilfe, mich aus der Isolation rausbewegen. Meine Sucht nicht mehr verschweigen, sondern sie konkret angehen und mir helfen lassen. Also um Hilfe bitten und mir helfen lassen und zum Beispiel das Angebot wahrzunehmen, also wenn es dich da erwischt, ruf mich vorher an und das dann auch zu machen. Und so weiter. Das wären die 3 wichtigsten Prinzipien, die ich jetzt so sehen würde zum Umgang mit Sucht, wie Smartphone-Sucht, Spielsucht und so weiter. All das, was unser Leben ausmacht.